Hallo zusammen, mein Name ist Christiane und in diesem Video geht es um den Klassiker der Frühlingsseifen, die Löwenzahnseife. Ich starte mit der Herstellung der Löwenzahnölauszüge. Sie werden für die feine gelbe Farbe in der fertigen Seife sorgen. Dieses Mal habe ich mich für einen Warmauszug in Olivenöl und Kokosöl entschieden. Die frisch gepflückten Löwenzahnblüten werden einige Stunden angetrocknet. Dadurch haben auch alle kleinen Tierchen genug Zeit, aus den Blüten zu flüchten. Die angetrockneten Blüten werden in ein Glas gegeben, bis dieses in etwa halb voll ist. Dann werden die Blüten mit Öl bedeckt. Der Löwenzahnölansatz wird nun im Wasserbad sanft erwärmt, so maximal bis 70 oder 80 Grad Celsius. Ähnlich verfahren wir auch für den Auszug in Kokosöl. Achtet bitte bei beiden darauf, dass die Temperatur nicht zu heiß wird. Wir wollen die Löwenzahnblüten ja nicht frittieren. Den Ölansatz lässt man nun für ca. eine Stunde am Herd ziehen und sobald das Öl abgekühlt ist und etwas nachziehen durfte, geht es weiter. Als Basis für die Lauge bereite ich Löwenzahntee zu. Sobald alle Löwenzahnansätze etwas ruhen durften, werden die Blüten abgeseit. Wie man im Video sieht, ist das Kokosöl in der Zwischenzeit wieder fest geworden. Daher werde ich es nochmals kurz erwärmen, um die Blüten abseihen zu können. Es reicht, wenn man die Löwenzahnöle und den Tee durch ein normales, etwas feinmaschigeres Sieb laufen lässt. Sollte allerdings ein ganz feiner Ölauszug gewünscht werden, dann kann man das Öl zum Beispiel auch durch einen Kaffee- oder Teefilter aus Papier laufen lassen. Will man mehr Natur in der Seife, dann können auch einige Blüten in die Öle mit berührt werden. Hier darf jeder ruhig nach eigenem Vorlieben etwas herumexperimentieren. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass dieses Video kein Anfänger-Tutorial zum Seife selber machen ist. Für Interessierte sind einige Bücher, die den Einstieg in Seife 7 erleichtern, in der Infobox unterhalb des Videos verlinkt. Als Formen für meine Löwenzahnseife habe ich diese schönen Mooncake-Silikonformen ausgewählt. Um das Relief der Form in der fertigen Seife besser erkennen zu können, werde ich das abgesetzte Muster mit rein weißem Seifenleim ausfüllen. Dafür verwende ich eigene Seife. Das heißt, ich habe zeitgleich zur Löwenzahnseife noch eine andere Seife gemacht, von der ich einfach etwas abzweige. So hat das weiße Relief etwas Zeit, um fest zu werden und wird beim Auffüllen mit der Hauptseife, also der gelben Löwenzahnseife, nicht aus der Vertiefung gedrückt. Selbstverständlich könnte man auch von der Löwenzahnseife direkt etwas Seifenleim nehmen, diesen anders einfärben und dann den Rest der Löwenzahnseife darauf verteilen. Das Vorgehen ist einfach Geschmackssache. Je nach Intensität des Löwenzahntees wird der Tee nach Zugabe des Natriumhydroxids, also die Lauge, knallgelb oder doch eher bräunlich-gelb. Wie auch immer die Farbentwicklung der Lauge ist, wichtig ist, dass dies in diesem Fall kaum Auswirkungen auf die Farbe der fertigen Seife hat.
Für die Herstellung meiner Löwenzahnseife habe ich die folgenden Öle verwendet. Olivenöl und Kokosöl, beide in Form eines Löwenzahnölauszuges, sowie Kakaobutter, ölsäurereiches Sonnenblumenöl und Rizinusöl. Die Lauge gieße ich durch ein Sieb zur Gesamtfettmenge und verrühre Öle und Lauge zumindest so lange, bis eine stabile Emulsion entsteht. Der Löwenzahn ist eine Pflanze, die wirklich fast überall anzutreffen ist. Er macht sich in jedem Garten breit und findet sich sogar in Beton- oder Asphaltritzen. Es ist allerdings so, dass der oft nervige und gerne als Unkraut bezeichnete Löwenzahn aber auch Heilpflanze ist. Er ist von der Wurzel bis zur Blüte verwertbar und enthält viele Bitterstoffe, Mineralien, Spurenelemente und Vitamine. Und er macht sich auch in Seife gut. Übrigens, nicht nur Löwenzahn, sondern auch Gänseblümchen und Ringelblumen sind eine wahre Bereicherung für jede Seife. Den Seifenduft rühre ich wie immer von Hand unter. Um das weiß abgesetzte Muster nicht zu zerstören, gieße ich die gelbe Löwenzahnseife nur sehr vorsichtig darüber. Sicherheitshalber lasse ich sie teilweise über den Löffel laufen. Sobald die Formen gefüllt sind, wird die Seife mit Frischhaltefolie abgedeckt und mit einem dicken Handtuch isoliert. Nun darf sie für ca. 2 Tage ruhen. Zwei Tage später ist es soweit und ich kann die Seife aus den Formen holen. Dafür lockere ich die Silikonform etwas am Rand und dann lässt sich die Seife problemlos aus der Form drücken. Solltet ihr unsicher sein, ob ihr die Seife ohne Beschädigung ausformen könnt, dann stellt sie einfach sofort für ca. eine halbe bis eine Stunde ins Tiefkühlfach. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, Seife und Video haben euch gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar oder ein Like hier lasst. Danke fürs Anschauen und hoffentlich bis bald. Baba!